Du bist zu spät. Es ist noch nicht mal 10 Uhr. Aber alle anderen sind schon hier. Ruhig, meine Freunde. Ich bin sehr froh, dass ihr hier alle pünktlich da seid. Es heißt, dass die ganze Sache für euch genauso wichtig ist wie für mich. Setzt euch, meine Freunde, bitte an den Tisch und wir besprechen den Plan. Und was sollen wir jetzt tun, Chef? Wir werden uns auf alle wichtigen Ankömmlinge konzentrieren. Die Karte ist sehr wichtig, deswegen müssten sich ihre Teile auch bei wichtigen Personen befinden. Und unser Aktionsplan ist folgender. Bertha, Eugen, ihr müsst alle Zeitungen und Zeitschriften der letzten Tage durchschauen und alle Erwähnungen über das Ankommen von wichtigen Personen markieren. Und wir mit Konstantin, wir werden einen stattlichen Besuch erstatten. Warum mit Konstantin? Weil ich das einzige zuverlässige und kompetente Tier hier bin. Nein, nicht deswegen. Ihr alle seid hier wissende und kompetente Tiere. Aber wir gehen zu dem Alkanickel. Und er und Konstantin sind alte Freunde. Niemals. Warum? Weil Alkanickel ein schlimmes Tier ist. Und ich schulde ihm Geld und ich habe keine Ahnung, wo ich das herbekommen soll. Konstantin, ich habe dir doch gesagt, dass du dir keine Sorgen um das Geld machen musst. Ja, das hast du, aber ich bin halt ein panisches Tier. Warte, gehen wir halt zu Alkanickel, um ihm das Geld zurückzugeben? Gehen wir deswegen dorthin? Nein, nicht deswegen. Wir werden ihm kein Geld geben. Andersherum, er wird uns das Geld geben. Bist du verrückt? Lieber Konstantin, du solltest mal lernen, dem Schicksal zu vertrauen. Wir brauchen viel Geld für unsere Mission, das weder ich, noch du, noch die anderen besitzen. Und das Schicksal unterschiebst du uns extra Alkanickel, damit er uns Geld geben kann. Er ist nicht mit Zufall in unserer Geschichte aufgetaucht. Was ist das denn, bitteschön? Meine Tarnung. Konstantin, wie geschickt du dir das ausgedacht hast, meine Untertanen mit den Polizisten abzulassen. Bist du gekommen, um mir das Geld abzugeben? Nicht gut heiß ist. Gib es her. Sehr geehrter Alkanickel, wir sind aus einem anderen Grund hergekommen. Ach ja, interessant. Und wer sind Sie eigentlich? Fuchs Ulysses, ein berühmter Reisender. Ja, ich hatte schon etwas von Ihnen gehört. Was führt Sie zu mir? Und was verbindet Sie mit dem Muggler Konstantin? Konstantin ist mein Adjutant und er ist völlig unersetzbar. Vor allem bei der Reise, zu der ich mich momentan vorbereite. Konstantin und unersetzbar. Aber natürlich, er ist ein großartiger Assistent. Angenommen, es ist so. Aber ich müsste Sie erinnern, Konstantin schuldet mir noch ziemlich viel Geld. Ach ja, das Geld. Deswegen sind wir auch hergekommen. Nein, Sie haben mich falsch verstanden. Wir sind hergekommen, um Ihnen Geld anzubieten. Haben Sie jemals von den Schätzen der Säbelzähner gehört? Dem Wertehistoriker nach zu glauben, kosten die Preziosen auf das moderne Geldwerte übergetragen 10 Millionen. Ich biete Ihnen 5% an. 10, 15, 20, 25, 30. 35. Haben wir es damit? Sie bekommen 35%, wenn Sie zustimmen, meine Reise zu finanzieren. Haben Sie eine Garantie? Aber natürlich, zu allem die zuverlässigste. Mein Wort. Ein interessantes Angebot. Ich bin einverstanden. In diesem Fall bitte ich Sie, die Schulden meines Adjutanten Konstantins abzubuchen. Aber sicher. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielen Dank, sehr geehrter Alkanickel. Auf Wiedersehen. Es ist nicht nötig, jede Zeile durchzulesen. Wenn man diagonal liest, kann man vieles verballern.
Wer liest denn hier diagonal? Ich lese senkrecht und waagerecht. Und du starrst jede Zeile an, als wär's ein Kunstwerk. Hör mal, vielleicht bist du Analphabet? Ich bin ein Bibliothekar. Na und? Als Bibliothekar muss man nicht fließend lesen können. Weißt du eigentlich, wie viele Bücher ich gelesen habe? Wie viele? Viele. Beste Antwort. Dann kannst du ja noch nicht mal zählen. Viel kommt bei dir nach wie viel? Nach 10? Und du handelst nachlässig jede Aufgabe. Nach dir werde ich bestimmt alles durchlesen müssen. Du, perfekt. Dann werden wir wohl die Ergebnisse erst in einem Jahr bekommen. Nun, meine Freunde, ich bin froh darüber zu verkünden, dass wir jetzt Mittel haben, um unsere Ziele zu erreichen. Ich schweig, mein Lieber. Und Konstantin schweigt lieber. Und was habt ihr herausgefunden? Beate, fangen wir mit dir an. Der berühmte Detektiv Prosper kommt in unserer Stadt an. Übrigens ist er auch ein Fuchs. Prosper? Interessant. Warum? Im Artikel steht, er wurde von einer wichtigen Person eingeladen. Weitere Informationen sind unbekannt. Weiter? Ein Kongress der Anhänger der Sekte des Superprimaten. Gibt es viele dieser Anhänger? Ein paar Hunderte. Weiter? Ein Gastspiel des Dramatischen Theaters mit der Beteiligung von Isolde höchstpersönlich. Das ist ihre Primadonna. Ein großes dramatisches Theater. Auch nicht schlecht. Noch etwas? Und das Letzte, was ich fand... in unserer Stadt ist der berühmte Archäologe Benjamin Maulwurf angekommen. Ein Maulwurf. Ein Waschbär. Wer? Dieser Maulwurf, er ist ein Waschbär. Was? Dieser Maulwurf, er ist ein Waschbär und heißt Benjamin Maulwurf. Ein Archäologe. Ach, das ist das Schicksal. So, ich bin sehr begeistert über deine Arbeit. Und du, Eugen, was hast du herausgefunden? Also, die Yacht Sturm bricht auf eine Fahrt auf. Und wann kommt sie in unserem Port an? Wahrscheinlich, wenn sie die Fahrt beendet hat. Also es ist unsere Yacht. Ja. Nicht schlecht. Also das hilft jetzt nicht ganz bei unserer Aufgabe. Aber was hast du noch herausgefunden? Was noch? Ja. Apotheken haben jetzt auch nachts geöffnet. Ja, was? Die Kartenchipse werden dann nachts dort verteilt? Kleines Rezept. Jeweils 2 Schnäpsel nach dem Essen einnehmen. Naja, alles ist natürlich möglich, aber... Nun, Eugen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Etwas unnützlich, aber nicht schlecht. Also, unsere Ziele sind aufgestellt. Wir werden jetzt, Konstantin, Eugen und ich, den Benjamin Maulwurf besuchen und du, Bertha, versuchen mehr Informationen über den Detektiv Prosper, die Sekte der Superprimaten und das dramatische Theater herauszufinden. Verstanden? Mr. Maulwurf? Ja, das bin ich. Und wer sind Sie? Fuchs Ulysses, ein berühmter Reisender. Und Ihr Kollege. Ah, also Sie sind auch ein Archäologe? An der Städtischen Universität? Nein, privat. Ach, ja? Ja, und lassen Sie mich bitte meine Freunde vorstellen. Das ist Konstantin, ein Konsultant in Katzenzivilisationen. Und das ist Eugen, ein Experte in Eisarchäologie. Also Sie sind ein Kollektiv. Ja, und wir sind hierher gekommen, um Sie zu begrüßen. Und zu sagen, dass wenn Sie Hilfe brauchen, werden wir froh darüber zu sein, Ihnen eine zu leisten. Oh, wie nett von Ihnen. Vielleicht werden wir uns noch treffen. Da bin ich mir sicher. Dürfte ich erfahren, was Sie in unsere Stadt hergebracht hat? Übrigens kennen wir hier jeden Busch. Ja, ich habe schon verstanden, dass Sie mir helfen wollen.
Und in Ihre Stadt bin ich auf der Spur nach Übeltäter gekommen. Sie wissen bestimmt, in welchem Bereich ich berühmt bin. Wirklich? Haben sich etwa in unsere ruhige Stadt Grabenräuber eingenistet? Ja, und ich werde Sie entlarven. Zweifeln Sie nicht daran. Bestimmt. Nun, wir müssen schon los. Viel Glück Ihnen, Mr. Maulwurf. Viel Glück, Mr. Ulysses. Warten Sie mal, Ulysses. Ich höre Ihnen aufmerksam zu. Ich glaube, ich habe Sie schon irgendwo gesehen. Ach ja? Ja, aber ich bin mir nicht so sicher, wo genau. Wahrscheinlich verwechseln Sie mich mit jemandem. Kann sein. Auf Wiedersehen, Mr. Maulwurf. Auf Wiedersehen. Und das Gefühl, ich bin da gerade Zeuge eines Duells geworden. Ich war Eugen? Ich habe auch so ein Gefühl. Sag mal, Chef, worüber hat da Benjamin geredet? Habt ihr das erst etwa selber nicht verstanden? Nee, welch ein Wunder, natürlich nicht. Der berühmte Benjamin Maulwurf ist jetzt in unserer Falle. Denn er ist nicht nur ein Archäologe. Eigentlich beschäftigt er sich mit Archäologie nicht mehr so viel. In Wirklichkeit ist er ein Jäger auf Grabenräuber, die sogenannten Schwarzarchäologen, für wen er jetzt uns auch momentan hält. So wird er uns jetzt selbst verfolgen. Das ist eine ziemlich sichere Variante als die, wo wir ihn selbst ausspionieren. Und wenn er etwas mit der Karte zu tun hat, dann wird er sich sehr schnell verraten. Grandios. Und was, wenn er uns ignorieren wird? Oh, dann heißt es, dass er hier nicht wegen Grabenräubern ist, was die Sache noch viel spannender macht. Hast du ihn wirklich noch nie getroffen? Nein, niemals. Der Maulwurf verwechselt da etwas. Hallo. Hallo. Moin. Also, das ist der Programmzettel des Tragischen Theaters. Das ist das Porträt von dem Detektiv Prosper und seiner Assistentin Antoinette, die ihn überall hin begleitet. Und sie werden übermorgen ankommen. Und hier ist der Name der Person, die sie eingeladen hat. Das ist eine prima Arbeit, Bertha. Ich bin sprachlos. Das heißt also, dass Prosper auf die Einladung der Lady Josephine Vitrage angekommen ist. Eine adlige Luchskatze. Eine adlige Luchskatze. Eine Luchskatze. Ist doch dieselbe Katze, oder? Sag mal, Konstantin, unterscheiden sich die Katzen von den Hunden eigentlich gut? Also, würde eine Katze den einen Hund von dem anderen unterscheiden, zum Beispiel? Also, wenn die Katze den Fuchs kennt, dann wahrscheinlich schon. Wenn nicht, dann wahrscheinlich auch nicht. Sehr interessant. Aber das lassen wir für nachher. Meine Freunde, ich habe eine Ankündigung. Heute Abend gehen wir auf das erste Stück des großen dramatischen Theaters in unserer Stadt. Warum? Das Stück heißt Das tragische Schicksal und der wunderbare Tod der unglücklichen Laura. Die Hauptrolle spielt Isolde die Entseelte. Chef, bitte, ich würde alles andere lieber machen. Ich würde sogar lieber zu Alkanickel gehen und noch mehr Geld eintreiben. Bitte, muss ich wirklich in das Theater des unglücklichen Konstantins? Das ist doch nicht einfach nur ein Ausflug ins Theater. Das ist eine Erkundung. Also, meine Freunde, ich kündige eine Pause an. Wir treffen uns bei mir um 6 Uhr. Uns erwartet eine Begegnung mit der Kunst. Guten Abend, Ulysses. Guten Abend, Eugen. Der Frack steht dir. Danke. Immerhin Theater. Ja. Schönes Wetter, was? Ja. Warum seid ihr alle so aufgebrezelt? Immerhin Theater? Ja, also ich verstehe schon, aber
Es war doch geplant, dass wir nur im Publikum sitzen und nicht auf der Bühne stehen oder so. Wie kannst du sowas sagen? Das ist doch Theater. Ja, du Armer. Also, Ulysses, was ist damit jetzt gemeint? Es ist dürftig, ins Theater gut gekleidet zu kommen. Aber das ist kein Gesetz. Oh, das ist wirklich gut. Ich hasse es wirklich, gegen das Gesetz zu verbrechen. Aber wo bleibt überhaupt unsere Primadonna? Ich meine, die können sich heute auch wirklich alles erlauben. Zu spät kommen, schlechte Arbeit leisten, über Pinguine lästern, alles Mögliche. Wirklich. Ach, da bist du ja. Unglaublich. Hallo, ja, hallo. Bertha, du siehst wunderbar aus. Wow, ihr seht aber auch wunderbar aus. Außer Konstantin. Aber wir sind doch alle irgendwelche Musen oder so. Ich meine, hier Ulysses, er ist der Dirigent der Schule für Säbelzähler. Er ist der Leiter der Institution der Forschung. Eugen, er ist der Dirigent eines Vogelorchesters, leistet unglaubliche Arbeit. Ich, keine Ahnung, mir fällt gleich noch irgendwas ein. Und sie ist unsere Muse. Die Muse der Kunst der Entdecker. Bravo, Konstantin. Also, nun, wir müssen auch los. Ja. Vergiss bitte eins nicht. Wir wissen nicht, wo die Karte versteckt ist, deswegen achten wir auf jedes Detail und jedes Zeichen des Schicksals. Tja. Vergiss deinen Rucksack nicht. Oh. Ja. Guck mal, du vergisst mich, ja. It's so in this moment Joker what comes at her. It's brightening up, shining anything that you know. Just surrender cause you called and you wanna go. It's covering the call of light. When the runaways is the run of the night, impossible comes true. It's taking over you.